Für mich war es einfach schön zu sehen, dass so eine Bewegung startet, daheim, auf mein Land irgendwie. Und ja, ich habe mich irgendwie einfach treiben gelassen. Ich habe gespürt, dass das der Weg ist, der was eigentlich der richtige ist. Und jetzt weiß ich auch, wieso ich den Weg gegangen bin, glaube ich. Wir sind in Auer. Wir bauen hier Äpfel an. Seit den 60er Jahren hat das mein Opa angefangen. 1986 hat mein Vater dann ein kleines Stück bekommen, mit dem er versuchen durfte, biologisch anzubauen. Als sein Vater dann nicht mehr auf dem Hof gearbeitet hat, hat er dann alles auf biologisch umgestellt. Ja, die Almwirtschaft gehört zum geschlossenen Hof. Und früher war das eine reine Wirtschaft für die Kühe. Und so sind wir halt ungefähr vor 20 Jahren gestartet, schon eigentlich mit dem Konzept, so viel wie möglich von unseren Produkten vom Hof, da irgendwas den Gästen anzubieten. Und dass man das auch den Gästen rüberbringen will, dass wir hier in Südtirol eine sehr große Vielfalt haben. Ich bin jetzt mittlerweile schon im 3. Jahr hier auf dem Betrieb und habe eigentlich Kunst studiert. Ich finde, das ist auch eine sehr kreative Arbeit. Also ich bin Elisa und wir sind heute hier auf dem Hof des Wandels. Wir haben einen Permakulturhof, kann man sagen, wo wir regenerative Landwirtschaft betreiben und Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen anbauen. Wir haben eigentlich vor mittlerweile 7 Jahren angefangen, unseren Hof umzustrukturieren. Es ist eigentlich ein konventioneller Apfelanbaubetrieb gewesen. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir immer nur Äpfel anbauen. Aber ich fände es sehr wichtig, irgendwie noch was anderes dazuzunehmen, ein bisschen vielfältigeren Betrieb zu schaffen. Und eben die Möglichkeit gibt es in der Landwirtschaft einfach, weil das kannst du selbst entscheiden. Es tut sich schon sehr viel. Ein kleines Beispiel, wir haben heuer eine Hafermilch von der Algunder Sennerei, die der produziert. Und der Hafer wird in unserem Taltal auch angebaut und du kannst es dann als Alternative dem Gast wieder vermitteln. Und das ist eigentlich für mich das beste Zeichen auch für Innovation, ohne dass man jetzt die Tradition aufgibt. Das ist einfach immer eine Weiterentwicklung. Wir haben total einen individuellen Hof und haben ihn auf die Form von unserem Land angepasst, auf die Eigenschaften, auf die Qualitäten von unserem Boden, von dem Mikroklima, das wir auch auf unserer Fläche hier haben. Also es ist wirklich, wir haben die Landwirtschaft an den Ort angepasst, wo wir sind. Das war zuerst nicht so. Und wir sind nicht mehr eine Nummer, sondern wir sind selbstbestimmt. Und das ist etwas, was extrem viel Freude und Kraft gibt, ehrlich, weil du einfach so viel Arbeit und Liebe in das Produkt einsteckst. Gibt es so einen Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebst du frei und ungeniert. Wenn du einmal den Weg gegangen bist, dann kennen dich alle so, da hast du dich positioniert und dann wird auch vieles einfacher. Der Kontakt zu den Konsumentinnen und Konsumenten bringt auf jeden Fall eben eine ganz andere Perspektive auch auf die eigene Arbeit rein. Es wird uns irgendwie nicht vorgegeben, dass wir bestimmte ökologische Maßnahmen oder so machen müssen. Und ich finde das sehr schade. Ich glaube, durch einen direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden kann das auch wertgeschätzt werden. Und dazu rate ich vielen, weil logisch, wenn du eine neue Idee hast oder irgendwo auch ein Pionier bist bei irgendwas, einen Eckstoff an, weil du andere Leute auch irgendwo zwingst, vielleicht unbewusst, dass sie gewisse Entscheidungen auch hinterfragen müssen. Wenn alle Alben gleich tun, dann stellt sich die Frage gar nicht. Aber das bringt uns auch als Gesellschaft nicht weiter. Es geht darum, die Fähigkeiten auf den richtigen Ort einzusetzen. So wie das Land beobachtest und dann im Land die einzelnen Pflanzen in den richtigen Ort hinpflanzt, damit sie perfekt gedeihen. So geht es auch darum, unsere Fähigkeiten als Männer oder Frauen in den richtigen Ort zu positionieren, dass sie uns weiterbringen können. Wenn du etwas in dir hast, was du unbedingt machen möchtest, dann fang damit an, zuerst klein und wenn es größer wird und wenn es klein bleibt, ist auch egal, weil vielleicht ist genau das Kleine das Salz des Lebens.